In diesem Video erkläre ich die Funktionsweise eines Löschfunkensenders. Damit bietet dieses Video einen interessanten Einblick in die faszinierende Welt der frühen Funktechnologie. Die Schaltung ist äußerst unkompliziert und besteht lediglich aus einem RC-Zeitglied, der Funkenstrecke selbst und einem LC-Schwingkreis. R1 lädt den Kondensator C1 auf, bis die Durchbruchsspannung der Funkenstrecke erreicht ist. Sobald der Funke überschlägt, wird die an C1 akkumulierte Ladung in den LC-Parallelschwingkreis gegeben, der anfängt, auf seiner Resonanzfrequenz zu oszillieren. Nach einem kurzen Funktionstest wurde das ausgesandte Signal auf der zu erwartenden Frequenz von 3 MHz mit Hilfe eines Weltempfängers aufgenommen. Durch das Erhöhen der Eingangsspannung kann auch die Tonhöhe des empfangenen Signals erwartungsgemäß erhöht werden. Eine Messung des Ausgangssignals mit dem Oszilloskop bestätigt, dass die Sendefrequenz tatsächlich knapp unter 3 MHz ist. Die Amplitude des gemessenen Ausgangsimpulses weist einen klar erkennbar logarithmisch abfallenden Verlauf auf. Durch das Einsetzen aller relevanter messtechnisch und rechnerisch erfassten Größen in die allgemeine Schwingungsgleichung lässt sich das Schwingverhalten des Löschfunkensenders mathematisch ausdrücken. Vergleicht man die grafische Darstellung der soeben ermittelten Schwingungsgleichung mit dem tatsächlichen Messergebnis, so ist eine Ähnlichkeit klar erkennbar. Der Hauptunterschied ist die für ca. 1,5 Perioden andauernde, höher frequente Schwingung mit einer Frequenz von 10,42 MHz ganz am Anfang des Ausgangssignals. Betrachtet man das generierte Ausgangssignal in der Frequenzdomäne, so zeigt sich zunächst ein einzelner Peak bei ca. 3 MHz. Nach Vergrößerung der Frequenzspanne zeigt sich jedoch ein deutlich schlechteres Bild. Auch hier ist ein ausgeprägter Peak bei ca. 10 MHz sichtbar. Die Ursache für das Problem lässt sich schnell identifizieren. In dem Moment, wo die Funkenstrecke überschlägt, ist C1 geladen und C2 entladen. Zwar beginnt der Ladungsaustausch zwischen C1 und C2 quasi sofort, für einen kurzen Moment interagieren C1 und L1 allerdings unter Auslassung von C2 miteinander. Dies ist die Ursache für die höher frequente Schwingung am Anfang eines jeden Ausgangspulses. Da der aufgebaute Löschfunkensender jedoch nur als Anschauungsobjekt dienen soll, habe ich keinerlei Ambitionen, dieses Designproblem zu beheben.